So, weiter geht die wilde Fahrt. Wie angekündigt, das Video, wo es darum ging, dass sie denkt, sie ist jetzt eine 10, weil sie 700 Matches hat. Und das Video ist eigentlich sehr, sehr wichtig, um gewisse Dinge zu veranschaulichen. Das ist wiederum der nette Alexander Grace, den kennen wir ja schon. Der macht ein zweites Tinder-Experiment, das jedoch mit einem Pärchen stattfindet. Man sieht die beiden hier drüben, ne? Man würde sie ähnlich attraktiv einschätzen. Vielleicht 6 von 10 beide, mal jetzt über den Daumen gepeilt. Junges Pärchen und die heile Welt, das Paradies der Garten Eden. Und kommentiert wird das Ganze, ich kommentiere ein Kommentarvideo sozusagen, doppelt gemoppelt, ist von Texting Prince. Texting Prince ist einer meiner Lieblings-Content-Kreatoren. Er ist ein total charmanter, lustiger Typ in meinen Augen, der Grundschullehrer, glaube ich, ist und sehr gut erklären kann. Und er hat sehr viele kleine Kärtchen, die ich mir vielleicht auch mal basteln müsste auf Dauer, in denen er Zusammenhänge sehr gut immer wieder in Videoanalysen erklärt. Und deswegen wollte ich diese Ebene drüber nehmen, weil da muss ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Das erklärt sich eigentlich faktisch von selbst. Aber ja, jetzt sehen wir mal, wie die Schlange den Apfel in den Garten Eden bringt. Get you to do, Victoria Rose, is to take pictures of Adam and create a profile for just in a man. So we're gonna say how many more matches than him, and this is a 1-week swiping experiment. All right, so she built a profile for him, he built one for her. How many more matches will her profile have than him? In the chat, you can put an A if you think it's gonna be twice as many, B if you think it's gonna be 5 times as many matches, C if you think it's gonna be 10 times as many matches, and D if you think it's gonna be 20 times as many matches. Ja, er macht auch gerne Quiz-Geschichten. Sollte ich auch mal machen, das ist eigentlich witzig. Also, ihr ahnt wahrscheinlich, was die richtige Antwort ist, aber ihr dürft natürlich mitraten. Jetzt gucken wir mal an die Stelle, wo es interessant wird. Ich will euch nicht, ich habe schon so viele Videos gezeigt, ich will es jetzt nicht unnötig lang machen. Hier ungefähr wird es spannend. Into this part, right? About, okay, and look at her face. have just a normal relationship. There's no massive outliers. You guys have a relationship of equals. Yep. I'd say so. Yeah, like it's grotesquely perfect. Look at that. Look at the face that she says. It's grotesquely perfect. Look at her face. So, hier steigen wir mal ein. Das zeigt also auch eine ganz wichtige Beziehungsdynamik, die viele nicht verstanden haben, glaube ich. Happy Wife, Happy Life, sagte ich ganz zu Anfang mal. Ist ja so einer dieser Blue Pill-Glaubenssätze, ne, auf Augenhöhe und so weiter und so weiter. Und er scheint ja auch ein ziemlicher Nice Guy zu sein. So wird man, wenn er im weiteren Verlauf so erleben wird. Der aber an sich ja jetzt kein unattraktiver Mann ist, aber er macht sich durch sein Verhalten unattraktiv, indem er eben ihr versucht, alles recht zu machen. Und sie sagt, es ist grotesk perfekt. Ja, da sieht man genau das Problem, das wird er auch gleich noch erläutern, vieler moderner Beziehungen, jetzt mal abgesehen von dem, worum es hier eigentlich gehen soll, auch ein ganz typisches Problem. Deswegen funktioniert Augenhöhe nicht. Es ist keine emotionale Achterbahn da, ja, man hat ihn sicher und dann wird dem weiblichen Hamster ganz schnell langweilig, ja, wenn er nicht noch andere Frauen im Orbit hat, zumindest könnte, und wenn er sich sozusagen nur auf sie einschießt und sie keinen Druck mehr hat, keinen Erlebnishorizont mehr hat, keine Achterbahn, eben die emotionale Achterbahn ist für Frauen wahnsinnig wichtig, die haben Männer nicht. Das ist auch so eine dieser Fehlprojektionen. Also Männer haben es gerne angenehm und stabil und ruhig und alles schicki. Aber für Frauen ist das die tödliche Langeweile. Deswegen produzieren sie häufig auch manchmal Drama. Einfach, weil ihnen langweilig ist. Das verstehen Männer dann wiederum immer nicht. Das sind eben Emotionswesen. Ich habe von einem Mann gehört, das muss ich mal kurz einschieben, der hat gesagt, er macht wie sagt man, Präventivschläge. Er produziert einfach vorher Drama. Er weiß, alle 3 Monate ist die Drama-Clock wieder gefragt und er pöbelt sie dann auf der Straße blöde an oder so und haut ab. Und sie rennt dann 3 Stunden durch die Stadt und kommt heulend nach Hause und er sagt, oh, war doch gar nicht. Und dann ist das Ding wieder erfüllt, die Achterbahn, und dann muss er sozusagen sich nicht unvorbereitet von ihr dramatisieren lassen. Soweit kann man schon gehen in der Planung. Also klar, Frauen sind unterschiedlich in ihrer Neurotizität, in ihrer Dramaleidenschaft, aber das sollte man nicht unterschätzen. That's not that Disney princess, oh, look of admiration that we are told, right? That when she falls in love, that's what it's going to look like. Look at that face. It's grotesquely perfect.
Guys, what does this tell you about women? Well, again, women are like cats. You got to always keep them engaged. You got to keep their emotions engaged because if she gets bored, she starts looking for trouble. Okay, think of a woman as a cat that just got a new toy. The minute the cat has figured out how the toy works, it gets bored and moves on. Curiosity killed the cat, boredom kills the date. So again, right? The thing that we're told that women want, that security and resource and all that, and the guy that will just love her and love her unconditionally, right? That's what every guy is told that is the winning game plan. That's like the blue pill conditioning. Yet when it happens, Yep. I'd say so. Yeah, like it's grotesquely perfect. It's grotesquely perfect. when it's going good, when you're giving her everything we're told you're supposed to give her, it's grotesquely perfect. She gives that face. She's looking for drama. She's looking for something to spice it up because she's now bored, which again, we can sit here and be like, well, we think he's like, she's even saying that he's the perfect boyfriend and she's bored. This is why women always want the bad boys. They can't figure out the bad boys. The bad boys keep them guessing. They keep them on their toes. They can't wrap the bad boys around their fingers. So they're constantly curious. So, da hat er einen super Punkt gemacht. Dazu kommen wir nämlich später noch. Warum stehen Frauen auf den Bad Boy Chat dann noch am besten? Ja klar, weil sie sozusagen immer in der Unterstellung ist. Da sind wir wieder bei der Über- und bei der Unterstellung. Ja? Und bei dem Nice Guy hier kriegt sie sozusagen auf der Beta-Seite nur Serotonin, kriegt sie nur von ihm. Ja? Und von der Alpha-Seite, von der Seite der Unsicherheit, kriegt sie Dopamin. Deswegen, die beiden Seiten bedienen auch die beiden Anregerhormone. Das heißt, die Alpha-Seite, die Ungewissheit, die Pre-Selection kommt noch dazu, dass der halt andere haben kann, macht den halt zu einer absolut toxischen Mischung. Wenn er noch narzisstisch ist, nimmt er psychologisch auch noch auf der Softwareseite eine Überstellung ein und darauf fahren Frauen einfach ab, evolutionär. Anziehung ist nicht verhandelbar, kommt aus dem evolutionären Unbewussten und das kann ich dann immer nicht sehen, wenn ich diese Narzisstin in den Foren sehe. Oh Gott, aber Narzisst war er wahrscheinlich in den meisten Fällen gar nicht, aber er hatte einfach eine gesunde Überstellung gehabt, war ein gesundes Ego gehabt. Ich meine, klar, kommt auch vor, dass es wirklich so ist, aber in den meisten Fällen ist es genau das und dann werden sie meistens aus so einer Beziehung geschmissen, jetzt im extremsten Fall aus Hackerns Drehtür praktisch raus und dann kommt das Gejammer auf dem nächsten Date, was wir praktisch im letzten Beitrag gesehen haben. Oh Gott, mein Ex, bla, Sülz. And we'll talk back like this and we'll go through it all together. And we can discuss it with each other? Yes, no, I want you to be discussing it as you go. So don't keep it a secret. I very much want you to keep informed. And then feel free to make changes based on those discussions. Just keep us like as part of your journey. Yeah. I like it. I'm prettier than you. It's fair. These are these little shots she's taking. I'm prettier than you. It's like, okay, all right, you just got to challenge me, don't you, on everything. I want to wish you the best of luck. Da hat man es halt gesehen, das war ein Shit-Test eigentlich, da hat er gar nicht drauf reagiert. Das ist okay, das ist halt als Frame in Ordnung. Ablachen das Ganze, aber eigentlich hätte er mal ihr einen reindrücken müssen, damit sie mal wieder weiß, wo ihr Platz ist an der Stelle. Und zwar auf eine charmante Art und Weise, jetzt nicht irgendwie gemein oder so. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. I can't wait to see how it goes in a week. I'll talk to you guys soon. Thank you so much. Bye. Bye. They took that really, really well. I think this is going to be a lot of fun. I am absolutely fascinated to see what this is going to do to their relationship. Let's check back with them in a week. First little swiping session done. I ended up with 19 matches and Victoria Rose ended up with 3. But Casey is very interested. All right, pause just because I saw this in the chat. She is swiping is her boyfriend. He's swiping is her. So he is playing her. He's being her. She's being him. They've made a profile for each other on their own phones. So he's pretending he's a girl, her. She's pretending that she's a guy, him, and we're seeing who has like more matches and how it goes. Spent about 15 minutes in total. Right now I'm on 69 matches and I seem to be matching with almost every second swipe. It's about 6 matches so far. Righto, so we just started swiping. It took
2 minutes and 4 seconds to get an extra 31 matches. Holy cow. Sorry, there goes another one. This would never, ever, ever, ever happen as a guy. So, Update, how many matches now? Da hat man es nochmal gesehen. 2 Minuten 4 für, was war, über 30 Matches. So. Also wer jetzt immer noch nicht verstanden hat, wie die Wurstfabrik funktioniert, mit einer, naja gut, was auch immer sie ist da, 5, 6 von 10. Ja, ne. How many you got? 3. So who's winning right now? You've got 3. I've got 101. My gorgeous photos are winning. I think it shows that girls have it slightly easier. Use all my swipes and I've gone from 185 matches to 308. Matches 10. But that's just new. New plus, so 13, I guess. Righto. 320 in the same time span. I have 320. 320. Wow. Oh my god, 320. My head is going to get so big I'm not going to be able to get out of this apartment. All right. Just look at her face. Look at the way she looks at all these matches that she has, these potential. She doesn't look at this guy, Adam, like she looks at her potential matches that she had here. Look at her eyes light up. Look at this. 320 in the same time span. I have 320. 320. Wow. Oh my god, 320. My head is going to get so big I'm not going to be able to get out of this apartment. All right, guys, that look she gave, this is perfect. It puts right... Kurze Pause, das war genau das, was in dem vorigen oder was vorvorige Video gezeigt wurde, mit, wenn sie einmal das Ding in die Hand nimmt, die Schlange sozusagen ihr den Apfel in die Hand gibt, denkt sie ist eine 10 von 10 wegen 700 Matches. Was sie dabei nicht bedenkt, das ist ihr Marktwert, wenn einer mit ihr Intimität haben will. Das ist nicht ihr Beziehungsmarktwert. Das verstehen viele Frauen auch nicht so ganz und denken dann, die können sie alle binden. Na, das ist auch einer dieser Trugschlüsse aus der Natur der Frau, will ich fast schon sagen, weil ihr Programm ist es ja, den bestmöglichen Mann mit ihren Emotionen, die sie ja mit der Intimität verbindet, zu binden. Und irgendwie haben sie das Abstraktionsvermögen nicht zu erkennen, dass das häufig gar nicht möglich ist. Gerade bei den Top 10%, wo sie hinwollen, geht die Rechnung eben nicht auf und deswegen rennen sie wie die Lemminge in Hackerns Drehtür, wie ich immer so gerne sage. Aber jetzt schauen wir mal, ich brauche dazu eigentlich gar nichts viel sagen. Er analysiert das wirklich perfekt und da sollte jeder mal hinschauen. Right into focus something like this. The Hypergamie She-Hulk that we've talked about before. This internal battle for women. Okay, think of a woman, when we say that has really high standards, she's like, oh man, I got such high standards, or she's been on the CC, she's been dating around, sleeping around, so she has extra inflated standards either way. It's a constant battle, like the Hulk inside, right, to fight this internal desire to act on her hypergamy because of the fear of missing out. She's hearing all these potential matches in her hypergamy. Look at it. It's almost like a demon. Look at this. It's like a little She-Hulk demon. Watch her get demon possessed by the She-Hulk here. Her hypergamy takes her over for about 6 seconds, and you see that she's no longer thinking this is her She-Hulk demonic, like little critter coming out. Watch it again now, and just look for that thing right there. Here comes She-Hulk. Wow. Right here. Oh my god, 320. My head is going to get so big I'm not going to be able to get out of this apartment. When we've talked about monkey branching before, or when a woman will leave you for another man, it can happen for a lot of ways. It can happen as the guy's making mistakes, he's not holding his frame and all that, but it could also happen when somebody, your friend, decides to set you up on a social experiment and then shows you that you would get hundreds of matches in a week, and then all of a sudden that little She-Hulk hypergamy, fear of missing out, goes, ooh, what could be? Things were good before, but I didn't realize. Ja, hat er schön gesagt, der Freund, der dieses Experiment macht. Ich möchte wetten, die beiden sind nicht mehr zusammen. Und das war dem Alexander Grace vielleicht nicht so ganz klar, oder vielleicht war es ihm schon klar, was da rauskommt.
Und die Fear of Missing Out, die er hier anspricht, ja, die ist natürlich riesig. Frauen, immer wenn es um Fantasie geht, wenn sie sich ein Schlösschen bauen können im Kopf, eine emotionale Fantasie vom anderen, wo das Gras auf der anderen Seite grüner ist, sagt man im Englischen, the grass is greener on the other side, dann geht genau dieser Instinkt los, dieser hypergame Instinkt nach mehr, nach besser, höher, schneller, weiter. Besser als hier in diesem Video kann man es nicht veranschaulichen, ehrlich gesagt. Deswegen fand ich das so wichtig, aber lass mich mal weiter erzählen. All of the options I had, and now that little gremlin comes up, and now it's going to be waiting to pounce whenever she's not happy with this Adam guy anymore. It's like it's going to be extra ready to pounce now. Genau, das wollte ich noch sagen. Ja, er hat natürlich vorher angesprochen, wenn er den Frame nicht hält, wo er anscheinend nicht so stark drin ist und eben er zu sehr zum Pluspol wird und an ihr dranhängt, dann ist der Sprung zum nächsten sozusagen sehr, sehr klein. Ja? Also Männer machen natürlich auch Fehler in Beziehungen und Frauen können auch aus Beziehungen rausgehen, weil er halt nicht seiner Leistungslast gerecht geworden ist, keine Frage. Aber wie leicht es geworden ist und wie wenig eben nötig ist dafür, das veranschaulicht das. Trying to reply to everyone, but it's absurd. For every reply I send, I get another 4 messages, and it's hard to keep track of. Time consuming too. I feel like I haven't seen you in 3 days. It's just like, I'm getting you boyfriends. I'm getting you boyfriends. It's a horrible thing to say. How did you guys go? How was the experiment for you? It was horrifying. Guys suck. They're the worst. They don't know how to talk to people. They say gross things. They expect you to do stupid things. Girls can afford to be picky in a sense, because just the sheer weight of numbers of the matches and the people who are sending you messages. When we're talking numbers, what kind of results did you have? Over 700. Look at his face. I mean, I know that women get matches, but that is such a stupidly high number. I didn't even know that your phone would have the capacity, like the memory space to hold that many matches on the hard disk or whatever. 393 of them never messaged. Only 10% actually led with a decent line. Okay, so we're looking more at about 30 legitimate conversations that you're actually invested in somewhat. Even that, like 30 guys in a week who are giving you legitimate like reason to respond back to them is a crazy level of abundance. It was a bit. It was cool. I started. Look at her energy. It was cool. All right, even when they're saying that on a week, what was it? Over 700 matches, but even when he boiled it down to, let's just say there were 30 quality interactions. After all of the different going back and forth, like totally just weeding out a bunch of guys, there were 30 quality interactions that she might have been actually, interested in. There, 30 in 1 week of guys that she could talk to. And this is, man, the dating game for women is so different. When I talk to women, it's so different. They go on so many, the average girl, when I say average in the very most average sense, has such abundance in this dating market in her mind. Again, this is why the mindset has become so much tilted towards them thinking that every man is replaceable because of this abundance they can get on online dating apps or social media. All these simp guys ruin it for everybody, man. Ja, diese Sims ruinieren es für alle. Das sagt er ganz vortrefflich. Da greife ich auch mal ein bisschen zum Fazit vor. Simpt nicht für Frauen auf Online-Dating-Apps. Simpt nicht auf Instagram. Keine Likes, keine Kommentare, oh Gott, vielleicht liest sie ja meinen, du bist zu toll. Tut sie nicht. Sie macht das eigentlich nur zur Eigenvalidierung und geht dann zur 10 von 10, weil sie kann. Warum leckt sich der Hund die Eier? Weil er es kann. Ganz einfach. Und im Endeffekt tut man sich keinen Gefallen daran, diesem ganzen Schweinesystem noch Feuer zu geben, das noch zu befeuern. Also zumindest da kann ich wirklich sagen, ich kann verstehen, wenn man jetzt eine 10 von 10 ist und Dating-Apps benutzt oder 9 und dann eben seinen Spaß hat. Ey, von Herzen gegönnt, geht los. Long Long Silver oder wer auch immer da draußen ist, Mr. Pumper. Geht los, habt euren Spaß. Ich bin wirklich nicht neidisch oder so, das war ich noch nie, aber
Aber an die anderen Sims, ja, die ihr glaubt, weil ihr einsam seid, ihr schreibt sie dann an und seid einer von 700 oder von 1000 oder bei Instagram von zigtausenden. Bitte nicht noch das System befeuern. Dankeschön. All right. That was very informative, very depressing. Let's move over to Victoria Rose. Tell me, what was your experience like pretending to be Adam on this dating app? So I matched with about 30 about 30 people as well. Bit of an ego kick, like to the nuts. His final matches, guys, were 30. About 30. Over 700. Okay, there you go. Yeah, there it was. Oh, man. So, the final numbers, guys, for this Prince quiz. The final numbers of how many more matches will she have than him? They swiped for 1 week using each other's profiles. She ended up getting, well, he did with her pictures and profile, over 700 matches, and he got 30. Over 730. Over 700 to 30 matches. So the correct answer was D, over 20 times as many matches for her than him in 1 week. What a horrible experiment for this guy to go through. Horrible. Let me ask you this hypothetical question then. Based on what you've just experienced, in the instance that you two, for some reason, God forbid, did break up tomorrow, who do you think would have an easier time getting a replacement partner? By a factor of 2, 3, like how much easier? Can you talk about that? By the factor of I wouldn't need to buy dinner again for like a month. I'm prettier than you. It's grotesquely perfect. My head is gonna get so big I'm not... Sie ist für die Straße. Ihre Zukunft, Straßenleben. Be able to get out of this apartment. It's just like, I'm getting you boyfriends. I'm getting you boyfriends. Horrible thing to say. By the factor of I wouldn't need to buy dinner again for like a month. But I love her though. She belongs to the street. So sad, so sad, so sad. That chicken Jones. She belongs to the street. You might have said you love that girl, but she belongs to the game. And when she with me, I let her do her thing. Adam here. So, gleich kommt ein Knüller-Video, sage ich mal. Der Schocker des Abends, wenn man so will. Ja, kommt drauf an, wie man es sehen möchte. Ich möchte damit auch echt nicht diskriminieren, aber ich gebe schon mal eine Triggerwarnung. Die dunkle Triade aus Machiavellismus, Psychopathie und Narzissmus, die für Frauen besonders anziehend ist. Ich ging ja eben schon darauf ein, was ich dazu noch erwähnen wollte, war, dass die emotionale Achterbahn, dazu sagt man als Psychologie intermittierende Verstärkung, die ist unheimlich mächtig, also auch umgekehrt Frauen, die sehr viel Drama produzieren, Borderlinerinnen und ähnliches, erzeugen halt eine Wahnsinnsanziehung, weil der Dopaminspiegel praktisch fällt und wieder steigt und fällt und steigt. Das ist so ähnlich wie beim Glücksspiel. Also dort, das Glücksspiel hat die höchste Suchtwahrscheinlichkeit, weil man das Endergebnis nicht kennt. Also wenn man jetzt irgendwelche Substanzen benutzt oder irgendwas macht, Dopamin gibt ja praktisch, ist das Anregerhormon, alles was irgendwie neu ist, gibt erstmal viel und alles, was zum Beispiel Suchtsubstanzen, aber auch irgendwelche Zwangshandlungen, also das ist praktisch unser Treiberhormon, das uns vom Baum runtergetrieben hat. Aber beim Glücksspiel kennt man eben den Ausgang nicht und deswegen ist der Dopamingewinn gegenüber Drogen zum Beispiel nochmal höher, deswegen ist das die gefährlichste Sucht und so ähnlich sieht es bei der Liebessucht aus oder eben bei dieser emotionalen Achterbahn, jetzt mal aus männlicher Seite betrachtet. Wenn man es jetzt umgekehrt von weiblicher Seite betrachtet, da kommen wir jetzt zur dunklen Triade. Diese Marker hier sind besonders anziehend für die weibliche Seite. Warum? Weil ein Typ, der diese Eigenschaften hat, zum gewissen Grad oder zum hohen Grad, ist ein Überlebensindikator. Da gibt es gute Studien, auch bei Klaus, die das belegen. Warum stehen Frauen auf A. Naja, hier sieht man es genau, welche Eigenschaften das denn sind. Und man muss jetzt aber auch mal ein bisschen differenzieren, das nicht schwarz-weiß sehen. Hier muss ich auch mal eine Lanze brechen. Im Endeffekt, wenn du jetzt der totale Nice Guy bist und hier überall fast im negativen Bereich bist, also überhaupt nicht psychopathisch, überhaupt nicht narzisstisch, überhaupt nicht machiavellistisch, bist du auch schlecht dran. Also Machiavellismus zum Beispiel,
bis zu dem Punkt, wo du eben dir selber die Sauerstoffmaske im Flugzeug selber überziehst. Als erstes ist es auch gesund, weil erst dann kannst du dich um andere kümmern. Ja? Im Extrem ist Machiavellismus halt, dass du jeden um die Ecke bringst quasi, der oder alle Leute instrumentalisierst und das geht dann ins Negative. Beim Narzissmus genauso. Wenn du gar kein Ego hast und dich von allen treten lässt, naja, solltest du mal eins entwickeln. Ja? Wenn es ins Narzisstische geht, ins wirklich Krankhafte, dann ist das natürlich eine hässliche Angelegenheit. Ja? Auch für alle Beteiligten. Die Psychopathie genauso. Hier wird auch immer nur Psychopath gedacht. Im Endeffekt gibt es gar keine Psychopathie. Das heißt, du hast eigentlich Angst vor allem und eine gesunde Psychopathie heißt, dass du eben dir egal ist, was morgen passiert, dass du eine gewisse Gelassenheit hast, eine gewisse Sicherheit, weil einfach eine Coolness sozusagen ist. Eine gesunde Psychopathie ist auch eine Coolness. Und dann gibt es halt die pathologische Psychopathie, wo der Typ null Empathie empfinden kann und eben wie aus den Filmen dann Leute um die Ecke bringt. Also erstmal zur Erklärung vorher. Naja, warum ist die dunkle Triade so anziehend, hatte ich erwähnt, weil der Typ eben das Überleben sichert. Im Zweifel würde er dem ganzen Stamm nachts um die Ecke bringen quasi, um ihr Überleben und das Überleben seines Nachwuchs zu sichern. Das ist so tief drin. Und dann kommen wir nochmal zum zweiten Aspekt, diese Überstellung. Wer diese Eigenschaften hat, hat automatisch eine Überstellung gegenüber der Frau. Und da fallen viele Frauen tierisch drauf rein. Ist, wenn sie es nicht wissen oder sich einfach eben instinktiv verlieben, sagte ich ja, Instinkt, Emotion, Verstand. So, es ist einfach so passiert, hupsala, der hatte irgendwas, ich weiß auch nicht. Besonders clever warst du noch nie. Und das ist das Geheule hinterher groß. Aber in diesem Beitrag, den wir gleich sehen werden, geht es weniger darum, dass Frauen hier unbewusste Entscheidungen treffen. Deswegen ist der so shocking. Wir fangen aber, das ist von It's a Gundam, der ist auch ein interessanter Zeitgenosse, der macht immer gerne Rants, also Hassreden, Hasstiraden. Aber das Video sollte auch jeder gesehen haben. Das ist wirklich demaskierend. Frauen haben mir gesagt, nachdem ich ihnen das gezeigt habe, haben sie sich geschämt, eine Frau zu sein. Ja? Und das zu Recht an der Stelle. Auch diese hässliche Seite muss man aber zeigen, um das ganze Schweinesystem zu verstehen. Ja? Deswegen, das kann ich euch nicht ersparen. Zeit, den Ballermann aus dem Sack zu holen. Jetzt wird abgerechnet. Es geht hier zunächst aber mit so einem kleinen Vording los. Ich weiß gar nicht, das spielen wir mal kurz ab. There's this hypothesis. And it's a hypothesis that kind of stands, and it has biological reasons. But for a guy that is in a relationship to be interested in other girls, that's just cheating. But if a girl who's in a relationship becomes interested in another guy, it often means that she's not getting what she needs to get from that relationship. Sehr, sehr schön, ne? Also wenn er fremd geht, ist er ein Schwein und wenn sie fremd geht, kriegt sie halt nicht genug. Dann hat er sich nicht genug bemüht, ne? Das nennt man die weibliche Unterverantwortlichkeit, kann man hier auch mal sehr schön sehen. Da scheint auch irgendeine Automatik im Gehirn drin zu sein. Die ist auch erklärbar. Natürlich ist es immer schön, weil wenn man Verantwortung übernimmt, ist man eh noch mehr im Stress. Frauen haben erhöhten Cortisolspiegel, sind Angstwesen, sagte ich ja schon. Und die Verantwortung abzugeben, auch mental schon abzugeben, ist sehr vom Vorteil. Deswegen, die Frau hat sich sozusagen auch das Ganze sehr bequem gemacht. Fast schon lächerlich eigentlich, was sie sagt, aber es fällt ihr nicht mal selber auf. Sie ist jetzt auch nicht die hellste, zugegeben. So viel dazu. Jetzt schauen wir mal, wo die nächste Stelle ist. Hier geht es genau los. Genau. Er hat praktisch 3 Chats genommen, wieder mal, und hat wieder mal ein Tinderexperiment gemacht. Aber das hier ist natürlich, natürlich richtig hässlich. Ich übersetze mal. Ich weiß nicht, ob ich das für YouTube hier sauber hinkriege. Also, er ist ein aufsteigendes Model. Er wird bald in GQ sein, in ein paar Jahren, sagt er. Ihr solltet wissen, dass ich im Konflikt mit dem Gesetz war mein ganzes Leben. Ich bin 3-mal verurteilt worden für Rape, für Vergewaltigung von Jünglingen und einmal für Intimitätsaktivität mit einem minderjährigen Wesen. Aber um fair zu sein, sie ist 16 geworden, eine Woche später. Es war super unfair mir gegenüber. Ich bin auf Tinder, weil ich gerne Intimität von euch leichten Mädchen haben möchte, damit ich vielleicht nicht mehr Intimität mit Jünglingen haben möchte, was aber unwahrscheinlich ist, weil die wesentlich enger sind als eure Geschlechtsteile. Ich hoffe, ihr könnt mir für meine vergangenen Verbrechen vergeben.
already over. I saved that for like the 4th date. ROAC. I don't even know what that means. Wir gehen jetzt mal in die Chats rein, die da stattfinden. One. Rochelle wrote, hey, every criminal has a chance to be forgiven. But then again, there's something very attractive about a bad boy. Er fragt sie so, also der Witz ist, er spricht sie auf die Bio an. Also wer jetzt glaubt, oh, die hat die Bio einfach nicht gelesen, das machen ja viele nicht. Er spricht sie natürlich aktiv an, der dieses Experiment gemacht hat. Das ist ja das Schockierende. Oh my God. Bad. This dude's beyond bad. He's a molester. He's a child molester. Ah! This guy goes, I think I'd rather be bad than forgiven, winky face. The question is, how bad does this bad boy get? And does this bad boy need a naughty girl to keep him bad? Oh my God. He literally called himself a and this chick's like, well, I'm a bad girl too. I forgot to give a tip over at Starbucks. Amber writes, I can absolve you of your sins tonight, wink. Oh my God. Hey, are you living in London? Well, hey there, gorgeous, how are you? It just doesn't stop. It doesn't stop. Chicks are just throwing themselves at him. They couldn't make it any easier for him unless they figured out how to move through space and time to get to his house immediately. Hey, when I was 7, I stole a gumball from my corner store and felt guilty about it for years. I guess that makes us equally as evil. Oh my fuck, Molly, you are retarded. Kill me, please. I want to die. I feel like Indiana Jones in The Last Crusade, and I've peered into that box, you know, the Ark of the Covenant, where it turns all the Nazis into like melted ice cream. I shouldn't have gone down this hole. I'm surprised you're still out roaming the streets after I think he meant to write, after such a horrendous crime. We should both be locked up. I don't think I'd mind as long as we're locked up together. Well, as long as you're there in handcuffs or... Also ich springe jetzt mal ein bisschen. Ich denke, ihr habt gesehen, worauf es hinausläuft. Das kann man jetzt noch endlos fortsetzen. Hier gibt es den nächsten Typen, der ist nämlich noch der größere Knüller. Der nächste, der heißt auch noch Chad. Das ist natürlich super. Chads Bio. Ich bin Chad. Du willst mich nicht böse erleben, was du über mich wissen willst. Ich habe einen Knöchelmonitor, also er ist im offenen Vollzug. Ich bin ein verurteilter Kindervergewaltiger. Aber es ist Vergangenheit. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Und ich arbeite jeden Tag daran, die zu reparieren. Suche nach Spaß. Auch längeres ist cool, aber im Monat bin ich leider wieder im Gefängnis. Wegen so einer dummen Sache zwischen mir und meiner Ex. Sie hat überreagiert, weil ich ihr ein paar Schläge verpasst habe. Ein Jahr zuvor. Es ist nicht so schlimm, ernsthaft. So. Kids are us! Like, the level of trolling here is off the charts, and it's like the chicks just don't... You could totally treat... Also sagst du noch, das ist so getrollt, so dumm kann niemand sein. Also, naja, Tinderella schon. Treat women like trash. Ja. Hier, dieses Video will ich einfach abkürzen, damit es nicht so lang wird. Das könnt ihr euch in voller Länge mal reinziehen, wenn ihr es euch echt geben wollt. Hier sagt er, fragt danach, ob sie die Bio gelesen hat, und er sagt, ja, es war echt, es war ja nur ein Jüngling und es war 8 und es fühlte sich gegenseitig an, und jetzt, ja, ist ja vorbei, man muss ja irgendwie auch mal weiterleben. Wow, really sure what to say. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich finde es cool, dass du so ehrlich bist. Unglaublich. Oh mein Gott. Was machst denn du gerade? Ah ja. Und so weiter. Ne? Gespräch endet garantiert mit einer Nummer. Gut. Wir lassen mal ein bisschen laufen. I had to make a new Tinder profile, and I'm going to use that and yawn out. If a chick doesn't reply, yawn out. Then she gets unmatched. Reddit. That for real or a joke or what? It's real. It was only one kid. He was 8. Are you fucking kidding me? And in my mind, it felt consensual, but it's over now, and I'm trying to move on.
The chick doesn't bail out, doesn't unmatch him. She goes, wow, not really sure what to say. I guess it's cool how you've been honest about it though, ... Fair or true, you really don't care, girl, now do you? If I don't say something with a great pickup line immediately, chicks unmatch me. This dude's like, I diddled a kid and the broad's still in there. Yup. Er sagt gerade, er muss sich Pickup-Lines ausdenken und er erzählt, er hat ein Kind bei Tageslicht gedingst und ja, ne, so stark sind die Unterschiede. So dumm sind Frauen, so stark sind sie angezogen, von Äußerlichkeit, aber auch von, sagen wir mal, der Aura des Bösen. Auch das ist bekannt, dass Frauen gerne eben Straftäter daten, weiß nicht, Charles Manson hat, was weiß ich, wie viele Briefe in den Knast bekommen. Tja, das ist die Faszination der dunklen Triade, die steckt auch ganz tief in Frauen drin. Kann hier natürlich schön sehen dran. So what are you gonna do right about now? Anything cool? So, yeah, by the way. Question mark. Ja, hier das nächste Ding ist ja noch, der Typ verzweifelt irgendwann, der das Experiment gemacht hat, ja. Dann fragt sie ihn auch wieder, wie alt war das Kind? Und er sagt 2,5. Das ist aber krass eklig. Ich möchte darüber nicht mehr reden. Ist das okay? Lass uns über andere Dinge reden. Daran sieht man die Kompartmentalisation der Frau. Die ist auch ein eigenes Thema. Das kommt nochmal, das will jetzt zu weit führen, aber es ist beeindruckend, wie sie sich die Welt machen können, wie sie ihnen gefällt. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Also, wie gesagt, ne, für Hypergamie geht alles. Da geht jeder Schalter im Gehirn lässt sich da umstellen, jede Moral lässt sich überwinden. Für Hypergamie darf sich keine Chance entgehen lassen. Ja, also, das ist ja schon wirklich, naja. Man wünschte, es wäre gestellt. Es ist real, ja, falls sich Leute hier fragen. Yes, it's serious, and it's in the past. Take it or leave it. This chick is still in there. I'm speechless. How old was the kid? Oh my God. I just split my lip. Fuck. The dude changes the story. This time around, he's like, all right, 8 wasn't fucked up enough. I got to take it to the next level. 2.5. Wow. That's super fucked up, man. Honestly. Would just rather stop talking about it. Is that okay? I didn't say I was done talking to you about it. Other stuff. Oh my God. Jesus Christ. I called Jesus so much you think he'd come back. Seriously. Yes, I read it, and yes, I'm okay with it. Long as you're a different person, we all make mistakes. Whew. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aber wirklich. Wir machen alle Fehler. Ne, weil whoever made this shit, dude, you're a prick. Because I split my lip laughing at this. You asshole. Sweet. Not everyone thinks like that. Some people think it's terrible to molest kids. Oh my God. And that I should be killed. And the little boy was 6. So it wasn't a baby or anything. What are you up to? Oh my God. Oh, he can write this with those photos. And women respond. Dude, I'd rather be on Twitch. I'd rather be doing Twitch videos. I'm done with Tinder after this video. I'm done. I can't. This is not happening again. Do not send these to me, people, please. I can't do this. Well, it sounds like you've been through a lot and learned your lesson. Right now, I'm cooking dinner and you, oh my. It's like, it doesn't matter at all. What does she think's gonna happen if this guy was theoretically real? That he wouldn't diddle his own kids? If he looked like Danny DeVito, these chicks would be reporting his Instagram to the police. I mean, his Tinder, whatever. Ja, da hat er auch wieder was Weises gesagt. Das können wir auch nochmal gleich machen. Schrödingers Vergewaltiger. Also wenn Ihmchen kommt, dann ist es ein Kompliment, ne? Und wenn Ihmchen kommt, dann ruft sie Me Too. Das erleben natürlich auch viele Männer. Und da sieht man es ja auch wieder wunderbar dran. Wenn es Danny DeVito gewesen wäre, sagt er dann vom Aussehen her, dann wäre er sofort reported worden. Ne? Und solange es ein hübscher Mann tut, darf er sich praktisch alles erlauben. Und das ist wirklich shocking. Ne? Das sieht man natürlich in allen Lebenslagen auch. Zeigt auch wieder diese klare Zweiklassengesellschaft. Do I look suspicious? You look grotesque. He goes, I'm horny as fuck. Haha, you're kind of blunt, aren't you, smiley face? Yeah, I make one dick joke, chicks unmatch me.
I said my dick is small. The broad was like, you're gone. So he writes, so you live close to areas blocked or what? She writes, I'm about a couple minutes away, actually. Nice. She is fully cocked and ready to meet this dude. How the hell would she explain that to her family? Oh, this is Chad. Why does he have an ankle bracelet on, Katie? And then Chad goes, I got caught diddling kids. And the father pulls out a gun and the daughter jumps in the way. Now this one is probably the funniest one. So, ne, also klar, wenn sie ihn zu der Familie mitbringt, der Vater würde ihn, ja, was weiß ich mit ihm machen, wenn er das wüsste. Ne? Also, warum nicht umsonst haben früher die Väter für die Mädels die Typen ausgewählt, eben nach langfristigen Perspektiven, kann ich dazu mal nur sagen, mal wieder den Traditionalisten raushängen lassen an der Stelle. Hier sieht man, warum zur Hölle. Also, ist ja schon unreal hier. Ihmchen hier, den werde ich jetzt nicht in voller Länge machen. Er hat sein Markenzeichen auf dem Arm. Das könnt ihr wahrscheinlich gut erkennen. In Deutschland kennt man dieses Zeichen sehr genau. Ja, in Amerika heißt es Swastika. Das wusste ich auch noch nicht. Und er macht auch Anspielungen auf Juden. Schwarze Frauen schreiben ihn an, ja. Also das Elend nimmt kein Ende. Das könnt ihr euch aber nochmal selber anschauen. Ich wollte es jetzt nicht ewig ausdehnen. Ich glaube, der Punkt ist gemacht. Ihr habt verstanden, was los ist da draußen.